Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu Destroyer the U-Boat Hunter. Ich habe gedacht, nachdem ich das jetzt schon einige Zeit spiele und auch ziemlich viele Videos dazu gemacht habe, versuche ich mal mich an einem Tutorial. Ich habe jetzt ein Einzelgefecht gestartet. Ein Einzelgefecht gestartet mit einer kleinen U-Boot, mit einem kleinen U-Boot-Rudel auf realistisch. Das sind tatsächlich zwei U-Boote, die versuchen uns hier das Leben schwer zu machen. Ich habe ein Begleitschiff und ich fange damit an, kurz auf das Spielziel einzugehen. Entgegen den Erwartungen beziehungsweise entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist es eben nicht, die U-Boote zu zerstören, sondern das eigentliche Spielziel ist es, die Versenkung der Konvoischiffe zu verhindern. Das kann man machen, indem man die U-Boote versenkt. Man kann es aber auch machen, indem man die U-Boote einfach fernhält vom Konvoi und ihre Angriffe unterbricht. So, dazu hat man verschiedene Möglichkeiten. Das ist einmal mit der Geschützsteuerung, das ist einmal mit den ganz normalen Wasserbomben. Und ich würde aber sagen, wir fangen mal grundsätzlich an. Wie finde ich überhaupt ein U-Boot? So, wir haben schon ein U-Boot wurde schon entdeckt. Da fahren wir mal hin. Mit 1/3 Fahrt. Also, es gibt einmal die Ausgucke. Da kann man hier so manuell das Meer beobachten. Man kann das Fernglas dazu holen, kann gucken, okay, sehe ich denn hier was? Hier sollte ja ein U-Boot sein. Nein, ich sehe nichts. Also ist es wahrscheinlich noch getaucht. Tatsächlich entdeckt die KI beziehungsweise das Spiel an sich automatisch U-Boote, die aufgetaucht fahren. Das heißt, wenn hier der NPC Ausguck sieht, da fährt ein U-Boot, dann sagt er euch das an. Er sagt euch aber auch an, wenn ihr zu nah an anderen Schiffen seid. Das ist Möglichkeit Nummer 1, ein U-Boot zu entdecken und zu bekämpfen. Möglichkeit 2 ist über das Radar. Ja, wenn das U-Boot aufgetaucht ist, und es ist zum Beispiel schlechte Sicht, also die Ausgucke sehen nichts, dann kann durchaus dieses Periskop von dem Radar entdeckt werden und ihr bekommt auch dann eine Meldung, wo sich das U-Boot befindet. Solange es allerdings getaucht ist, funktionieren diese zwei Methoden natürlich nicht. Deswegen gibt es hier das Sonar, mit dem man U-Boote aufklären kann. Das geht auch automatisch, wenn man das so einstellt. Man kann das auch auf manuell stellen. Das empfehle ich aber eher weniger, weil es dann richtig kompliziert wird. Und wer meine Videos gesehen hat, der weiß, dass das Spiel durchaus stressig sein kann. So, wir kommen auch schon relativ nah. Wie funktioniert das? Wir haben hier die Radaranzeige. Die kann man hier umstellen, auf welchen Radius das Sonar hören soll. Ja, das hier ist jetzt ein 180 Grad Radius. Nach hinten ausgerichtet, das heißt von 250 bis knapp 70 Grad. Man kann das hier umstellen auf einen fast 90 Grad Winkel. 90 Grad ist es nicht. Ich würde jetzt eher tippen, wenn wir das hier auf 0 stellen. Doch, es ist genau 90 Grad. Hat eben in der Ansicht ein bisschen seltsam ausgesehen. Jetzt habe ich natürlich das U-Boot wieder verloren. 207 war die Peilung, die letzte bekannte. Dann stelle ich den Bogen hier so ein. Ui. So. Und dann läuft der Sonarbalken automatisch hier durch und man sieht hier oben die Entfernung vom Ziel und ob wir uns nähern oder entfernen. Nähern heißt, der Balken, der entdeckt wird, wandert nach links, wandert der Balken nach rechts in der Anzeige, dann entfernt man sich von dem U-Boot. So, 217 sagt Baker. Ja, da haben wir auch schon ein Schiff verloren, das ist aber nicht schlimm. Ich nutze das Spiel jetzt einfach nur, um euch das ein bisschen näher zu bringen.
Dann gibt es hier noch die Anzeige, in der man die Laufrichtung des Sonar-Peilgerätes ändern kann. Momentan läuft es im Uhrzeigersinn, das heißt von 0 Grad einmal hier außen rum. Und wenn man das dreht, das seht ihr dann auch hier, dann wandert es entgegen dem Uhrzeigersinn. Da kann man dann, wenn man weiß, da ist ein U-Boot ungefähr ich sag jetzt mal 210 und man findet es nicht im ersten Durchgang, kann man einfach die Laufrichtung ändern und dann läuft er nochmal durch. Das ist ganz sinnvoll. So, dann haben wir die wichtigste Waffe gegen die U-Boote, das sind die Wasser... hier kommt die Meldung. Ausguck, Steuerbord, Objekt auf halbem Weg zum Horizont, Peilung 288, sieht aus wie eine Zero-Spur. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in die Geschützsteuerung. 229, wo war's? Hier, 288. Dann gehen wir mal auf 288. Hier, da ist sie. So, dann kann man hier nämlich noch ein bisschen näher ranzoomen und dann sieht man das auch schön. Und dann kann man das mit Leertaste beschießen, in der Hoffnung, dass das U-Boot anfängt zu tauchen. Ob die treffen oder nicht, da kann man geteilte Meinung zu haben. Ab und zu treffen sie wohl, aber sie schießen auch sehr viel in der Gegend rum. Wie man sieht, ja, also wenn hier mein Fadenkreuz ist, erwarte ich eigentlich, dass die Einschläge hier rund um das Fadenkreuz sind. Das sind sie aber nicht. Sie verteilen sich ziemlich stark. Was hier noch wichtig ist, gibt auch eine automatische Möglichkeit zu zielen. Das heißt, man kann hier die Ziele durchschalten, die das Radar entdeckt hat. Dieses Periskop wurde noch nicht entdeckt, deswegen kann ich hier auch momentan nichts machen. Ja, ich weiß. Wir schießen einfach mal weiter, vielleicht taucht's ja. Nein, es versucht. Es scheint nicht tauchen zu wollen. Gut, macht aber nichts. Weil, wie gesagt, das soll ja ein Tutorial werden. Zumindest mal eine kurze Erklärung über alles, wie das so funktioniert. Wir gehen wieder in die Außenansicht, damit ich auch keine Schiffe ramme. Und dann fahren wir mal Richtung 250. Da ist nämlich ein U-Boot. Hier haben wir die Wasserbomben. Es gibt hier die Tiefeneinstellung, das heißt, man kann einstellen niedrige Tiefe, mittlere Tiefe oder tiefe Tiefe. Das muss man ausprobieren bei den Angriffen. Ab und zu sagen sie die Tiefe an, in dem sich das U-Boot befindet, oder ob es sich bewegt nach unten oder nach oben, aber trotzdem ist es mehr oder minder noch ein Glücksspiel. Da läuft ein Periskop, das macht aber gerade nichts. Standardfahrt. Das müsst ihr ausprobieren. Ja, wenn sie ansagen, geringe Tiefe, dann müsst ihr natürlich geringe Tiefe auch einstellen. Ansonsten einfach ausprobieren. Wir stellen das jetzt mal auf geringe Tiefe. Dann haben wir hier die Streueinstellung. Das ist eng, sehr zerstörend. Wenn ihr also sicher seid, ihr könnt das U-Boot tatsächlich erwischen, würde ich das empfehlen. Ansonsten, um einen U-Boot-Angriff abzubrechen, reicht es auch einfach, dieses breite Ablenkende zu nehmen und über der Position des U-Boots abzuschmeißen. Damit wird der Angriff auch unterbrochen. Also, wer dachte, man muss zwingend die U-Boote zerstören, nein, müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Es reicht einfach nur, die Angriffe zu verhindern, beziehungsweise die Abschüsse der Transportschiffe zu verhindern. So, was gibt es noch Wichtiges? Vielleicht nochmal ganz kurz zu da gehen wir mal in die Zentrale, zu der allgemeinen taktischen Ansicht. Das sieht jetzt ziemlich unübersichtlich aus, ich gehe mal ein bisschen raus. Ihr habt hier immer angezeigt eure Schiffsposition, also in welche Richtung ihr gerade fahrt. Wir fahren jetzt gerade Richtung ungefähr 250 Grad, sieht man hier. Hier sind die Gradpeilungen und wir fahren Richtung 255, was man hier auch einstellen kann. Ihr seht hier euren Geleitzug. Ihr seht eure Luftunterstützung, die ich jetzt habe. Die schicken wir auch mal gleich los. Das heißt, ich klicke die einmal an, damit die so leicht leuchtet und sage dann, okay, greif mal bitte Able an. Dann erscheint ein blauer Pfeil und dann kommt auch irgendwann die Funkmeldung, dass, da ist sie.
dass er den Able angreift. Das gleiche funktioniert auch mit den Zerstörern, die euch begleiten. Die könnt ihr auch auf Ziele ansetzen. Erscheint auch ein blauer Pfeil. Und ihr könnt bei den Zerstörern auch einstellen, in welche Richtung sie suchen sollen. Ja, wenn ihr hier einmal auf den Sonarbogen klickt, könnt ihr den wieder auf 180 Grad oder 90 Grad stellen, so wie ihr das gerade vermutet. Schön ist, man kann dort, wenn man auch mehrere Begleitschiffe hat, eine Dreieckspeilung machen. Das heißt, man peilt jetzt als Beispiel, wir peilen von hier Richtung von 0 bis, von 0 bis 90 Grad und Mounty würde sich jetzt hier befinden und peilt dann genau in die andere Richtung. Dann wird das Ergebnis noch einmal genauer. So. Contact Baker ist zerstört worden, das freut mich. Was gibt es zu dem generellen Angreifen noch zu sagen? Also, ihr bekommt immer angesagt, wo sich der Gegner befindet. Das heißt, ihr passt den Kurs an, entsprechend der Ansage. Wenn die jetzt sagen, befindet sich auf 080, dann gebt ihr hier ein 080, dann ändert sich die Fahrtrichtung automatisch. Wichtig dabei ist, gucken wir mal, hier ist Able. Able befindet sich laut letzter Meldung auf 256. Wir fahren mal Richtung 256. Wir richten auch das Sonar mal in diese Richtung aus. Hier ist es. 256 ist irgendwo hier. Stellen das hoch. Es läuft gegen den Uhrzeigersinn, das heißt, es läuft jetzt hier einmal runter. In der Hoffnung, dass wir es finden. Wenn nicht, müssen wir den Suchradius erweitern. Ihr müsst aber auch wissen, ungefähr in welche Richtung bewegt sich das U-Boot. Also hält es die Richtung, fällt es nach links ab, fährt es nach rechts. Das kann man machen, das sieht man relativ gut über den DRT. Da kann man ein bisschen reinzoomen und auch jetzt natürlich nicht, weil wir keinen Kontakt momentan haben. Das hier ist mein Schiff, der Punkt. Und das hier ist die Fahrtrichtung, also in welche Richtung fahren wir gerade. So, ich habe eingestellt 255 und wir fahren auch in diese Richtung. Jetzt hoffe ich, dass ich relativ schnell, ich mache das mal ein bisschen breiter. In der Hoffnung, dass wir Able wieder finden, dann sieht man das nämlich auch schön. Und dann wird es auch ein bisschen hirntechnisch kompliziert, weil man dann wirklich sehr, sehr viel denken muss. Ah, da werde ich wohl einen kurzen Cut machen. Bis wir die Peilung wieder haben. Hier sieht man es noch. Da sind die alten Kurse. Also angenommen, ihr habt einen Kontakt. So wie den hier, dann sieht man hier, das ist durchnummeriert 8, 8, 9, 9, 10. So, und danach war es vom Sonar verschwunden. Das heißt, ihr wisst, wenn ihr hier einen Kontakt habt, okay, der läuft jetzt Richtung ungefähr 00 aus seiner Sichtweise. Also 0 oder 01, 05, 05 Grad. So kann man abschätzen und muss das dann im Kopf behalten zu seiner eigenen Lage, wohin sich das U-Boot bewegt. Und kann dann dementsprechend auch sagen, wenn wir jetzt weiter hinten wären, okay, er läuft Richtung 00, dann muss ich, wenn ich jetzt hier bin, ungefähr fahren Richtung 350, um ihn abfangen zu können. Dann treffen wir uns irgendwo hier. Natürlich muss man immer beachten, ob das U-Boot seinen Kurs ändert. Das bekommt ihr auch angesagt. Wenn sich die Lage zu euch ändert, dann immer hier drauf schauen. Ich mache das nicht. Ich vertraue eigentlich meinem Bauchgefühl. Wenn ich hier in der Außenansicht bin und bekomme die Ansagen, wir haben ein U-Boot gefunden von auf hier, sagen wir mal, nehmen wir hier 075, dann fahre ich Richtung 075 und beobachte dann für mich, wo kommt die nächste Ansage. Kommt die nächste Ansage dann 080,
Dann weiß ich, okay, er bewegt sich von 075 Richtung 080. Das heißt, er läuft Richtung Steuerbord hier rüber. Dann fahre ich einfach Richtung 090, um ihn besser abpassen zu können. Dann haben wir hier, wenn ihr euch dem Ziel nähert, das würde ich euch jetzt gerne natürlich zeigen, aber ohne Zielpeilung wird das schwierig, haben wir hier das TRR, der Wasserbombenabwurf. Ihr seht dann hier, wenn ihr euch dem U-Boot nähert, diese Balken, die nach links wandern, und ihr müsst dann darauf achten, dass ihr die Anfangsspitzen der Balken auf der linken Seite hier mit diesen Linien quasi parallel legt. Und wenn dann die Balken diese Linie erreichen, diese gepunktete erste Linie, dann könnt ihr Wasserbomben schmeißen und dann ist die Chance auch relativ hoch, dass ihr etwas trefft. Oder dass ihr das U-Boot zumindest mal beschädigt, sagen wir es mal so. So ganz habe ich noch nicht herausgefunden. Hier haben wir es 072. Wir fahren mal Richtung 072 und stellen auch das Sonar auf 072 ein mit einem engen Suchmuster. Zack, mit dem Uhrzeigersinn läuft hier runter, sollte es also finden. So, sollte er hoffentlich gleich finden. Oh, da ist es schon fertig. Oh nein! Na gut, wie gesagt, achtet auf die Zielpeilung. Und wenn die Linien, die gepunktete Linie erreichen, dann könnt ihr die Wasserbomben schmeißen. Wenn ihr dann das U-Boot nicht zerstört und über die Linie über das U-Boot hinausfahrt, ist es sinnvoll, dass man die Geschwindigkeit ein bisschen runternimmt, um eine Drehung einleiten zu können. Und dann solltet ihr zumindest mal in der Lage sein, euren Konvoi ohne große Verluste ins Zielgebiet zu bringen. Ich hoffe, euch hilft das alles weiter, was ich euch jetzt erzählt habe. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr noch andere Fragen beantwortet haben wollt. Ich gebe mir Mühe, das auch zu tun. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da. Bis denn!